Heute werden wir zusammen das Top häkeln, was ihr jetzt gerade im Intro gesehen habt. Es ist wirklich super einfach und auch sehr schnell gemacht, weil es eben so ein Lochmuster ist. Also das kriegt ihr locker an 1-2 Nachmittagen hin. Und ich zeige euch direkt, was ich dafür gebraucht habe. Und zwar hatte ich jetzt bei mir zu Hause noch so einen richtig großen Knoll, so einen 600 Gramm Knoll Wolle rumfliegen. Ich habe hier leider kein Etikett mehr zu, aber ich werde euch so eine ähnliche Wolle unten in der Videobeschreibung verlinken, denn ich mache gerade so eine kleine Challenge, die ich mir selber gesetzt habe. Und zwar, dass ich erstmal grob alles Mögliche, was ich hier noch an Wolle zu Hause rumfliegen habe, aufbrauche, bevor ich mir neue Wolle kaufe. Und genau, also hier diese Wolle habe ich dafür gebraucht. Ich habe auch nicht alles davon gebraucht, also das ist locker jetzt noch die Hälfte übrig. Und das Ganze habe ich gehäkelt mit einer 6er Nadel. Ansonsten brauchen wir noch eine Schere, wie immer natürlich, und eine Stopfnadel, um am Ende dann die Fäden zu vernähen. Und wenn ihr das Ganze nachmacht, dann markiert mich doch sehr gerne auf Instagram. Ich freue mich immer, wenn ich mir dann anschauen kann, was ihr da so nachgehäkelt habt, wie das Ganze bei euch aussieht. Und ansonsten bleibt nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, schnappt euch jetzt Wolle und Häkelnadel und los geht's. Als erstes müsst ihr jetzt natürlich erstmal gucken, wie breit euer Top sein soll. Also nehmt jetzt euer Maßband zur Hand und messt das Ganze einmal aus. Ihr könnt natürlich auch ein Shirt nehmen, was ihr schon habt, und da die Maße nehmen. Ich wollte das Ganze jetzt so ein bisschen weiter haben und deswegen ist mein Top jetzt ungefähr 50 cm breit und das ergibt bei meiner Wolle und bei meiner Häkelnadel 51 Luftmaschen. Und ich habe das Ganze ungefähr 42 cm lang gemacht. So, wir starten mit einer Luftmaschenkette. Das heißt, wir machen hier erstmal unsere Anfangsschlaufe und legen jetzt los mit unseren Luftmaschen. Und zwar muss das jetzt eine Anzahl sein, die durch 3 teilbar ist. Und dann addieren wir noch eine Masche dann am Ende hinzu. Also ich werde jetzt erstmal 51 Maschen anschlagen und dann noch eine dazu machen. Das heißt insgesamt dann 52 Maschen. So, jetzt starten wir mit Reihe 1. Und in Reihe 1 werden wir jetzt einfach nur in festen Maschen die Reihe zurückhäkeln. Aber wir stechen jetzt nicht hier von vorne ein, sondern wir drehen uns das Ganze so ein bisschen zur Seite, sodass hier hinten diese Hubbel sichtbar werden. Und in die arbeiten wir jetzt rein. Also ich steche hier einfach in diesen Hubbel rein und mache hier eine feste Masche. Und dann suchen wir den nächsten Hubbel und auch da mache ich eine feste Masche rein. Und so gehe ich jetzt hier Hubbel für Hubbel die ganze Reihe entlang, bis ich dann am Ende angekommen bin. So sieht das Ganze bis jetzt aus und jetzt startet unser eigentliches Muster. Jetzt geht es mit Reihe 2 weiter und wir werden dann Reihe 2 und Reihe 3 immer im Wechsel dann wiederholen. Und Reihe 2 geht folgendermaßen. Wir machen jetzt erstmal 3 Luftmaschen. 1, 2, 3 und drehen den ganzen Spaß dann um. So, hier ist ja jetzt unsere erste Masche. Und aus der ersten Masche ist jetzt hier, sind diese Luftmaschen entsprungen. Und die nächste Masche, die überspringen wir und gehen weiter zu dieser, also zu der dritten Masche von rechts, also 1, 2, 3. Und hier in diese machen wir jetzt ein Stäbchen rein. Also wir schlagen um, stechen ein und machen ein Stäbchen. Anschließend mache ich eine Luftmasche, überspringe dann wieder hier diese nächste Masche und in die übernächste kommt wieder ein Stäbchen rein. Dann mache ich wieder eine Luftmasche, überspringe hier diese nächste Masche und in die übernächste mache ich dann wieder ein Stäbchen rein und so macht ihr das jetzt nach dem gleichen Prinzip weiter, bis ihr am Ende angekommen seid. Also ich habe jetzt hier ganz hinten noch mein letztes Stäbchen, was ich machen muss. Ich steche hier wieder ein und mache mein letztes Stäbchen aus dieser Reihe. Und damit haben wir jetzt Reihe 2 beendet. Um Reihe 3 jetzt zu starten, machen wir keine Wendeluftmasche. Also ich drehe jetzt einfach nur um. Und jetzt machen wir in dieser Reihe 3 einfach in jede Masche eine feste Masche. Also wir fangen hier vorne jetzt bei dieser allerersten Masche an,
und machen dort eine feste Masche rein. Dann sind wir jetzt in dieser Lücke und in diese Lücke kommt eine feste Masche. Also ich steche hier einfach in die Lücke rein und mache eine feste Masche. Dann bin ich jetzt hier beim Stäbchen der Vorrunde, Vorreihe gelandet und auch hier gehe ich jetzt rein und mache eine feste Masche. Dann kommt hier wieder eine feste Masche in diese Lücke. Dann hier wieder in das Stäbchen und so gehe ich jetzt die ganze Reihe einmal entlang und mache, wie gesagt, in jede Masche eine feste Masche rein. So, ich bin jetzt hier fast am Ende angekommen. Also ich habe jetzt hier in das vorletzte Stäbchen noch eine feste Masche gemacht. Jetzt muss ich hier in diese Lücke noch eine feste Masche machen. Und jetzt gehe ich in die zweite Luftmasche, die wir hier am Anfang der Vorreihe gemacht haben und mache hier jetzt auch noch eine feste Masche rein. Und damit ist Reihe 3 fertig. Und Reihe 2 und Reihe 3 macht ihr jetzt immer im Wechsel. Das heißt, jetzt würden wir wieder die Reihe 2 anfangen. Das heißt, wir würden hier wieder mit 3 Luftmaschen starten, das Ganze dann umdrehen und hier kann man es jetzt schon besser erkennen. Also hier das ist jetzt die erste Masche, aus der die 3 Luftmaschen rauskommen. Die nächste überspringen wir und in die übernächste machen wir dann unser Stäbchen und das liegt dann genau über dem Stäbchen aus der vorletzten Reihe. Also das ist dann jetzt immer sehr gut zu erkennen, wo ihr dann da genau reinarbeiten müsst. Und genau, das Ganze wiederholt ihr dann so lange, bis ihr die gewünschte Länge von eurem Shirt erreicht habt. Und dann zeige ich euch gleich noch, wie wir dann die beiden Teile verbinden. So, ich habe jetzt hier mein Vorderteil und mein Rückteil und ich habe mir jetzt abgemessen, wie lang ungefähr bzw. wie breit mein Ausschnitt sein soll. Und dann werde ich jetzt dieses Stück hier miteinander verbinden. Das liegt dann auf der Schulter. Und dann habe ich hier meinen Halsausschnitt und dann muss ich diesen Teil natürlich genau spiegelverkehrt auch nochmal auf der anderen Seite miteinander verbinden, damit die andere Schulter dann auch geschlossen ist. Und ich habe jetzt hier noch meinen Endfaden, den habe ich hier ein bisschen länger gelassen und den werde ich jetzt als erstes mal auf meine Stopfnadel drauf fädeln. Und dann geht es jetzt los mit dem Verbinden. Als erstes werde ich jetzt hier bei der ersten Masche so ein paar Mal eben hin und her fahren, damit ich die beiden Seiten schon mal so grob miteinander verbinde. Das heißt, ich gehe hier rein und gehe auch durch die hintere Masche und ziehe mir dann einfach hier den Faden durch. Das Ganze mache ich noch ein paar Mal, also so 2-3 Mal, damit das hier schon mal geschlossen ist. So, und jetzt fange ich an, das Ganze miteinander zu verbinden. Ich habe jetzt hier die Vorderseite, da habe ich jetzt hier das vordere Maschenglied und das hintere und genau das gleiche habe ich nochmal hier auf der hinteren Seite. Ich gehe jetzt immer von der Mitte aus und nehme nur das innere Maschenglied auf und ziehe den Faden hier durch. Und dann mache ich das gleiche noch mit der gegenüberliegenden Masche. Auch hier gehe ich von innen und von unten nur durch das innere Maschenglied und ziehe den Faden durch. Ich ziehe den Faden jetzt auch noch nicht super fest, sondern nur so ein bisschen, damit er halt so ein bisschen locker geschlossen ist. Denn am Ende, wenn ich hier angekommen bin, beziehungsweise auch zwischendurch, kann ich dann noch mal ein bisschen fester an dem Faden ziehen, damit sich das Ganze dann gut schließt. Aber erstmal, damit ich das so grob miteinander verbinde, mache ich das ein bisschen lockerer. So, ich habe jetzt hier gerade als letztes die hintere Seite verbunden. Also hier ist jetzt noch mein Faden auf der hinteren Seite. Das bedeutet, ich gehe jetzt hier auf der hinteren Seite weiter zu der nächsten Masche, zu dieser hier. Und auch hier gehe ich von innen und unten durch das innere Maschenglied und ziehe mir den Faden durch. Dann gehe ich hier zu der gegenüberliegenden Masche auf der anderen Seite und auch hier gehe ich von unten und innen nur durch das innere Maschenglied.
So, jetzt bin ich auf der vorderen Seite. Das heißt, ich mache jetzt auf der vorderen Seite weiter und gehe hier zu der nächsten Masche. Und ziehe hier den Faden durch. Und gehe dann jetzt zu der gegenüberliegenden Masche. Dann mache ich hier auf der hinteren Seite weiter. Und so nach dem Prinzip verbinde ich dann jetzt die ganzen Maschen, die sich gegenüber liegen. So, am Ende ziehe ich dann jetzt fest an diesem Faden. Und dann seht ihr schon, wie schön sich das schließt. Durch diesen letzten Faden bzw. durch die letzten beiden Maschen fahre ich jetzt hier noch so ein paar Mal hin und her. Also auch da mache ich das Ganze wieder so 2-3 Mal, dass es einfach gut gesichert ist. Dann drehe ich mir das um, dass ich da von der linken Seite jetzt drauf gucke und vernähe dann den Faden auf der inneren Seite, damit es halt eben nicht auffällig ist. So, wenn wir die Schultern oben verbunden haben, dann wollen wir das Ganze natürlich auch noch an der Seite jeweils schließen. Und dafür drehe ich das Ganze aber einmal um, dass ich von der linken Seite, also von der innenliegenden Seite drauf gucke. Und jetzt werden wir hier das Ganze an der Seite verbinden. Vorher müsst ihr euch jetzt natürlich aber auch noch abmessen, wie groß euer Armloch sein soll. Und das Ganze markiert ihr euch dann jetzt einmal hier. Und den unteren Teil, den können wir jetzt schon mal miteinander verbinden. Dafür habe ich jetzt auch wieder meine Stopfnadel hier zur Hand genommen und habe den Faden hier schon durchgezogen. Das gleiche mache ich jetzt auch noch hier auf der anderen Seite. Und dann gucke ich auch, dass ich hier durch diese erste Masche jetzt so ein paar Mal durchfahre, dass es schon mal so grob fixiert ist. So, das Ganze verbinde ich jetzt folgendermaßen. Wir haben ja hier jetzt keine richtigen Maschen, in die wir reinarbeiten können. Also das ist jetzt nicht wie oben an der Schulter, dass wir da durch die Maschenglieder jeweils durchgehen können. Stattdessen machen wir jetzt hier quasi Schlaufen um diese einzelnen Maschen drumherum. Das heißt, ich suche mir jetzt hier erstmal so eine Masche oder beziehungsweise eine Lücke, in die ich reingehen kann. Und dann gehe ich natürlich auch in diese selbe Lücke auf der gegenüberliegenden Seite und ziehe dann den Faden hier einfach durch. Und dann habe ich hier so eine kleine Schlaufe erstellt. Also der Faden ist jetzt hier einmal drumherum gegangen. Und das Ganze kann ich jetzt natürlich auch beliebig oft wiederholen. Also je nachdem, wie groß die Lücke ist, wo ihr reinarbeitet, geht da ruhig auch 2 oder sogar 3 Mal dann durch, damit das alles gut geschlossen ist. Dann haben wir ja hier jetzt diese große Lücke. Hier versuche ich jetzt aber nicht in diese Lücke reinzugehen, sondern tatsächlich in die Maschen, die da drüber liegen. Also hier gehe ich in diese Maschenlücke rein und dann auch auf der gegenüberliegenden Seite und ziehe mir den Faden durch. So, dann gehe ich jetzt hier rein und hier auch auf der gegenüberliegenden Seite in die gleiche Masche und ziehe mir das durch. Jetzt gehe ich hier nochmal in die gleiche Masche rein. Und das macht ihr jetzt eben, bis ihr oben bei eurer Markierung angekommen seid. Und hier bei der letzten Masche könnt ihr dann auch noch mal so 2-3 Mal das Ganze drum wickeln, damit es eben gut zu ist. Und dann müsst ihr am Ende natürlich nur noch dann den Faden gut vernähen, dass der so ein bisschen unter den Schlaufen dann hin und her geht, damit das Ganze nicht mehr aufgeht. Wenn euch die Anleitung gefallen hat, dann würde ich mich wie immer sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video ein Like, ein Kommentar oder natürlich auch ein Abo schenkt. Damit unterstützt ihr nämlich mich und meinen Kanal dabei, noch weiter zu wachsen und weitere coole Anleitungen für euch aufzunehmen. Hier hinterlasse ich jetzt noch weitere Videos, weitere Anleitungen für euch, die ihr sehr gerne auch nachmachen könnt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann!